Über dem Tobel des Kemmenbachs im Kanton Thurgau liegen die Überreste der Burg Schleifenrain. Nur wenig ist über sie bekannt. Doch der Reihe nach. Die Anlage bestand aus einem Wohnturm, welcher im Grundriss 13,7 Meter lang und 10,6 Meter breit war, sowie einem 3 x 4 Meter großen Anbau. Zudem ist ein Teil der Schildmauer erhalten. Bei dieser handelt es sich wiederum um Reste einer älteren Burg, welche wohl einem Feuer zum Opfer fiel. Gefundene Spuren eines Nebengebäudes mit rotgebranntem Lehmboden deuten darauf hin. Die Mauern wurden damals direkt auf dem Boden errichtet. Den Burghügel schüttete man nachträglich mit dem Aushubmaterial des Grabens 3 bis 5 Meter hoch auf. Dadurch war die Burg wirkungsvoll gegen feindliche Untergrabung geschützt. Schleifenrain ist nur eine von mehreren Burgen, welche einst in der Umgebung von Hugelshofen standen. In den Schriftquellen finden sich jedoch keine direkten Hinweise auf den Ort. Es wird vermutet, dass sie von den Herren von Hugelshofen erbaut wurde. Diese waren Dienstleute des Bischofs von Konstanz. Die Familie wird mit Albertus de Hugelshoven 1176 erstmals erwähnt. Durch die wenigen archäologischen Funde, welche bei den Ausgrabungen in den 1960er Jahren gemacht wurden, lässt sich der Bau der Anlage auf das 12. Jahrhundert datieren. Schleifenrain scheint nicht lange bewohnt gewesen zu sein. Als die Hugelshofer im frühen 15. Jahrhundert ausstarben, war die Burg bereits aufgegeben worden. 2013 erwarb der aus der Region stammende Privatmann Emil Bürgler die Ruine mit dem Ziel, sie weiter zu untersuchen und anschließend mit mittelalterlichen Methoden wieder aufzubauen. Leider scheiterte das Vorhaben bereits im Anfangsstadium. Seit Ende 2015 gehört die Burganlage dem Kanton Thurgau.